Das ist der Lomonossow-Rücken, ein etwa 1800 Kilometer langer Gebirgszug im Ozean. Er ist nach Michail Wassiljewitsch Lomonossow benannt, einem russischen Universalgelehrten. Seine geografische Lage macht diesen Ozeanrücken zu einem Streitpunkt in einem wichtigen geopolitischen Konflikt. Denn er verläuft über den Nordpol, mitten durch den Arktischen Ozean. Lange Zeit war die Arktis von äußeren Einflüssen weitestgehend abgeschirmt. Der Arktische Ozean für den großen Teil des Jahres unter dicken Eisschichten zugefroren. Doch nun steigen seit Jahrzehnten weltweit die Meerestemperaturen. Die Arktis erwärmt sich dabei schneller als der Rest der Welt. Die Folge? Das Arktiseis ist in den letzten 30 Jahren um die Hälfte geschrumpft. Volker Rachold ist Leiter des Deutschen Arktisbüros und beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Arktis und mit den deutschen Interessen vor Ort. Im Kern des Interesses ist einfach das zurückweichende Meereis, weil natürlich das Meereis für uns ein Alarmsignal ist, weil es direkt das Zeichen für den Klimawandel ist. Natürlich andererseits für die wirtschaftlichen Interessen wichtig ist, weil einfach die Arktis dadurch leichter zugänglich wird. Die meisten Ressourcen der Arktis, wenn es jetzt Öl und Gas sind, die liegen auf den Schärfgebieten und die sind natürlich mit dem Rückgang des Meereises wesentlich einfacher zugänglich. Forschende vermuten, dass in der Arktis ca. 20% der verbleibenden Rohstoffe der Erde liegen. Verschiedene Länder erheben auch deswegen territoriale Ansprüche. Doch wem gehört der arktische Ozeanboden? Bereits im 17. Jahrhundert gab es die Idee, dass die Ozeane internationales Territorium sind und von jedem genutzt werden können. Staaten hatten jedoch Souveränität über die 5 Kilometer Meer vor ihrer Küste, so weit wie man damals mit einer Kanone schießen konnte. Anfang des 20. Jahrhunderts forderten viele Länder jedoch mehr nationale maritime Rechte. Nach jahrzehntelangen Verhandlungen einigte man sich im UN-Seerechtsübereinkommen von 1982 auf Folgendes. Küstenstaaten in der Arktis sind das zum Beispiel Kanada, Russland, Dänemark über Grönland, die USA und Norwegen erhalten eine ausschließliche Wirtschaftszone, die 200 Seemeilen, also etwa 370 Kilometer umfasst. Hier haben die Länder exklusive Fischerei- und Bodenschatzrechte. Alles außerhalb dieser Linie gilt als internationale Gewässer. Doch Länder haben unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, den Ozeanboden außerhalb ihrer 200 Seemeilenzone zu beanspruchen. Das UN-Seerecht sagt aber auch, dass man, wenn man nachweisen kann, dass der darüber hinausgehende Meeresboden Festlandsgebiet ist, aus geologischer, geografischer Sicht Festlandsgebiet ist, dass man den beanspruchen kann. Und hier kommt der Lomonossow-Rücken ins Spiel. Denn das Gebirge ist im Gegensatz zu anderen Meeresrücken nicht Teil einer ozeanischen Platte, wie Christoph Gedicke von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe erklärt. Der Lomonossow-Rücken war mal Teil des Barentsschelfes und ist vor etwa 56 Millionen Jahren, da ist der Kontinent zerbrochen und der Lomonossow-Rücken ist auf seine heutige Position im zentralen Ozean, im Arktischen Ozean, gedriftet. Und dadurch können wir nachweisen, dass es wirklich kontinental das Material ist, das da ist. Das heißt, die Anrainerstaaten können dieses Recht geltend machen und können sagen, wir möchten gerne beanspruchen, dass dieser Teil des Meeresbodens zu Russland oder zu Dänemark oder zu Kanada und so weiter gehört. Und das tun die natürlich auch. Von den 5 Küstenstaaten in der Arktis haben Kanada, Russland und Dänemark Ansprüche auf den Lomonossow-Rücken erhoben. Wie man sieht, überlappen sie sich. Dieser ganze Prozess läuft seit einigen Jahren. Und obwohl sich alle Beteiligten um Kooperation bemüht zeigen, Spannungen gab es natürlich trotzdem. Zum Beispiel als Russland 2007 eine russische Flagge auf dem Ozeanboden am Nordpol positionierte, was manch andere Staaten als Provokation auffassten. Das ist nicht das 15. Jahrhundert. Sie können nicht auf der Welt umhergehen und einfach Flaggen aufstellen und sagen, wir beanspruchen dieses Gebiet. Außerdem hat Russland in den letzten Jahren die Zahl seiner Militärbasen in der Arktis erhöht. Aber auch die anderen Staaten betonen ihre Ansprüche. Canada will be quite active in defending its territory. We have mentioned this, we have said this. Um wissenschaftliche Beweise für seine UN-Anträge in der Arktis und im Atlantischen Ozean zu sammeln, soll Kanada für insgesamt 17 Expeditionen umgerechnet 180 Millionen Euro ausgegeben haben. Wer seinen Anspruch geltend machen kann, wird einige Vorteile gewinnen. Auch wenn es noch lange dauern kann, bis Rohstoffe aus dem Arktischen Ozean gefördert werden, Grenzen wie diese werden für lange Zeit festgelegt und man weiß nicht, welche Entdeckungen und Technologien die Zukunft noch bringen könnte. Außerdem werden nach und nach neue Schiffsrouten entstehen, von denen besonders derjenige, der sie kontrolliert, wirtschaftlich profitieren könnte. Russland zum Beispiel ist sehr, sehr stark daran interessiert, den nördlichen Seeweg weiter auszuweiten. Wobei Russland natürlich dann auch Gebühren verlangt und durch die Begleitung von Eisbrechern Geld verdienen kann. Und Russland ist sehr daran interessiert, das weiterzuentwickeln.
Ich denke, die nordischen Länder sind das vielleicht ein bisschen anders. Die haben natürlich auch ein Interesse, ihre Arktisregion weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, da sind andere Sachen eher ein Thema, wie zum Beispiel Fischerei ein Thema für Norwegen ist. Das ist sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Aber auch für Länder wie Deutschland sind die neuen Schiffsrouten interessant. Die Schiffsroute ist natürlich viel, viel kürzer. Wenn ich zum Beispiel von Hamburg nach Japan fahre, ist das deutlich kürzer als durch den Suezkanal. Das spart natürlich Zeit, es spart natürlich auch Treibstoff. Ist natürlich mit vielen Umweltrisiken verbunden. Und genau da liegt wohl das größte Problem. Die Arktis ist ein fragiles Ökosystem, das eine Schlüsselrolle beim Klimawandel spielt. Schon jetzt wissen wir, dass der Temperaturanstieg katastrophale Folgen haben wird. Nicht nur für die Arktis, ihre Bewohner und ihre Tierarten, sondern auch für den Rest der Welt. Und deswegen glaube ich, dass da auch in der Politik irgendwann Umdenken passiert und dass man merkt, man muss nicht alle Rohstoffe, die man im Boden findet, auch tatsächlich ausbeuten. Man kann die auch einfach liegen lassen. Manche Aktivisten fordern, die Arktis einfach komplett in Ruhe zu lassen. Ein Aspekt wird dabei aber oft vernachlässigt. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass in der Arktis Menschen leben und darunter auch die indigene Bevölkerung, für die natürlich die Arktis eine Lebensgrundlage ist. Also die leben natürlich von den natürlichen Ressourcen in der Arktis, die als Nahrungsgrundlage dienen, die aber auch natürlich ihre wirtschaftliche Grundlage sind. Die Entscheidung, welche Ansprüche am Lomonossow-Rücken und dem arktischen Ozeanboden akzeptiert werden, steht noch aus. Über diese Anträge wird die Festlandsockel-Grenzkommission der UN entscheiden. Aber die Kommission sagt dann nicht, das gehört jetzt zu Dänemark oder das gehört zu Russland. Die Kommission sagt dann nur, die russischen Ansprüche sind gerechtfertigt oder nicht. Und die Einigung zwischen den beiden Ländern muss dann bilateral erfolgen. Und auch wenn das vielleicht nach einem bürokratischen Albtraum klingt, ist es das, was diesem Konflikt viele der Spannungen nimmt. Denn weil es einen rechtlichen Rahmen gibt, den alle arktischen Küstenstaaten anerkannt haben, gibt es kaum einen Grund für militärische Auseinandersetzungen. Trotzdem hoffen Forschende wie Christoph Gedicke, dass sich dieser Entscheidungsprozess noch so lange wie möglich hinziehen wird. Das wird noch Jahre dauern. Das freut mich gerade als Forscher natürlich ganz besonders, dass wir so lange noch keine eindeutige Zuordnung zu einem Hoheitsgebiet eines Staates haben, sondern dass dieses Gebiet noch frei für die Forschung ist. Das heißt, wir können jetzt noch in diesen zentralen Teil der Arktis ohne große Beschränkungen hineingehen und entsprechend dort Forschung machen. Das wird, wenn diese konkurrierenden Anträge beschieden sind, beziehungsweise sich die Staaten geeinigt haben, wird das ganz, ganz schwer sein, weil dann nur noch zwei ganz, ganz kleine Teile der Arktis frei für die Forschung sind.